Herzlich willkommen zum KeyHelp Administrator Tutorial. In diesem möchte ich noch kurz auf Tools und Sonstiges, welches im KeyHelp-Menü im linken Rand zu finden ist, eingehen. Unter Tools findet man standardmäßig Links auf PHP-MyAdmin, welches ein webbasiertes Tool für die Datenbankadministration darstellt. Benutzername und Passwort für den Login PHP-MyAdmin sind die Datenbankzugangsdaten, welche der entsprechende Benutzer beim Anlegen der Datenbank vergeben hat. Der Benutzername wird hierbei standardmäßig basierend auf dem Benutzernamen automatisch generiert. Siehe hierzu auch das KeyHelp Benutzer-Tutorial zu den Datenbanken. Unter Webmail findet man einen Link auf die von KeyHelp mitgelieferte Webmail-Oberfläche. Einstellbar wäre hierbei natürlich Roundcube oder Rainloop. Der Benutzername ist das entsprechende E-Mail-Konto mit dem dafür vergebenen Passwort. Unter Sonstiges findet sich eine Funktion, eine E-Mail an alle Benutzerkonten zu versenden, zum Beispiel um Wartungsarbeiten am Server anzukündigen. Hierbei kann der Absendername und die Absender-E-Mail-Adresse frei gewählt werden. Als Empfänger können die Administratorkonten, die Benutzerkonten oder beide ausgewählt werden. Entsprechend weitere Pflichtangaben wären der Betreff der E-Mail und natürlich die Nachricht selbst. Unter Sonstiges ist ansonsten noch der Bereich Hilfe zu finden. Hierbei sind standardmäßig ein Link zum Supportforum community.keyhelp.de eingeblendet, sowie die Links auf das Administratorhandbuch und Benutzerhandbuch auf kb.keyhelp.de. Hier kann man für KeyHelp dann weitere Hilfe finden und auch sich mit anderen KeyHelp-Benutzern austauschen. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial.